Es darf kein Ende geben! Nein! Er soll sterben! Und ich muss leben! Ja! Mein Bruder. Dein Zustand ist gut, mein Liebster. So nah sein Körper seinem Ende. So nah kommt uns das große Ziel. Alle Fäden sind geknüpft. Und der süße Triumph wird die Essenz sein, die deine Wunden schließt, sobald sie uns ihren blutigen Dienst erwiesen haben. Unreif. Ständig sind diese Dinger unreif. Zeichen will ich. Eine Gegenleistung. Jetzt warte ich nicht mehr.
lebt da. Mein einziger. Mein ewiger. Eingesponnen hältst du dich in meiner Seele mit lehmen Fäden, selbst jetzt, nach deinem Tode noch. Kein Wort von dir werde ich je noch vernehmen. Kein Atemzug aus dir soll künftig mich berühren. Keine Träne werde ich darum vergeuden. Kein Wanken soll in meiner Entscheidung sein. Ein Denkmal werde ich dir setzen. Ja, in Stein und Eisen soll das Scheitern stehen, dass du in Fleisch und Blut gewesen bist. Hier lebt er also. Er, der tut, was ihm gefällt, er, der die Welt in den Händen hält, er, mit dem sich keiner vergleicht, er, dem niemand das Herz erweicht. Interessant. Ja, interessant. In der Tat. Sie müssen nämlich wissen, dass mich alles interessiert. Nicht ohne Grund nennt man mich den Weltkenner. Und Sie sollten nicht überrascht sein, mich hier zu treffen. Sie interessieren mich. Was sagten Sie? Ich sagte, dass... Kommen Sie.
Dies also ist der Wassersaal. Sie sehen, Ihre Welt ist mir nicht fremd. Sie scheinen recht zu haben. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen uns. Welcher Art? Sie interessieren mich und ich werde Sie interessieren. So. Ich beweise es Ihnen. Gut. Machen wir es einfach. Nehmen wir das nächstliegende. Und das wäre Ein Spiel. was soll der Preis sein? Das, was wir zu verlieren fürchten. Sie leben von ihrer Gewissheit. Nichts fürchten sie mehr, als diese zu verlieren. Die Gewissheit ist also ihr Einsatz. Und was fürchten Sie zu verlieren? Das müssen Sie finden. So wird nicht gespielt. Die Karten müssen offen liegen. Wollen Sie Ihre Gewissheit schon jetzt verlieren? Was kümmert Sie denn der Preis, wenn Sie ihn doch gewiss bekommen? Also gut. Was ist die Aufgabe? Ich habe meinen Sohn verloren. Sie sind der Weltkenner. Gehen Sie in diese Welt und suchen Sie den Mann, der meines Sohnes statt mein Erbe sein wird. Sie werden sich in mir nicht täuschen. Sie dürfen den Fisch behalten. Wir sehen uns bald wieder. Der Weltkenner ging und kam in die Stadt zurück. Den Auftrag fing er an zu vollbringen. Der Nachbar gelingen soll ihm damit sein eigenes Glück. Sein Pech, denn alles war nur ein Trick.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Viele tausend Menschen sind gekommen heute. Mancher ist von weit her angereist, um dem feierlichen Ereignis beiwohnen zu können. Unsere Hoffnung jedoch, den Stifter des gewaltigen Bauwerks selbst hier sehen zu können, wird sich leider nicht erfüllen. Er, der die Welt in Atem hält, er, dem sich nichts entgegenstellt, er, dessen Reichtum unerreicht, er für ihn das Schwere leicht, will bescheiden im Hintergrund bleiben und die Gedanken, die uns an diesem Tag bewegen, ganz denen überlassen, für die er dieses Werk hat entstehen lassen. Wir scheitern. Noch ist das Denkmal verhüllt, an dessen Fuß der denkwürdige und große Satz steht. An des Lebens hohen Leitern sind brüchig manche Sprossen. Vorwärts strebend, unverdrossen, wird manche Hoffnung scheitern. Ich wünsche Ihnen einen netten Tag und seien selber Zeugen des festlichen Ereignisses. Das ist sie nun, die Prominenz. Die Reichen, die Wichtigen, die in Frage kommen. Eine große Auswahl bietet sie wahrlich nicht für das, was sie hergeben soll. Die Hälfte versagt schon bei bloßem Augenschein. Sehen wir uns die andere Hälfte an. Von diesen dreien muss einer es sein. Aber wer von ihnen ist es? Nichts liegt näher, als dass sie selbst es mir zeigen. Ich werde sie aneinander messen. Sie werden gegeneinander antreten. Es ist schön, schön zu sein. Eine Nachricht für Sie. Himmlisch. Eine Nachricht für Sie.
Donnerwetter. Der Geist zerhämmert mir den Kopf. Die Weisheit fließt in das Papier. Draußen rauscht die Welt vorbei. Und niemand stört mich hier. Eine Nachricht für Sie. Oh, oh, oh. Nun gut. Hilfe! Hilfe! Doppelmord! Polizei! Polizei! Spuren sichern. Wollen Sie wissen, wie es sich ereignet hat? Ich bin im Bilde. Ich habe alles gesehen, alles erkannt. Keinen Schritt weiter. Aber so hören Sie doch. Sie brauchen mich. Ohne mich sind Sie... Ich bin doch zu klug für diese Welt. Was soll das? Sind Sie übergeschnappt? Aber es hätte doch auch Notwehr werden können. Es hätte auch ein Zeuge sein können. Ja, aber... Schluss jetzt! Ich bin hier der Chef. Machen Sie weiter. Und fragen Sie demnächst vorher. Was haben Sie da? Geben Sie her. Bemerkenswert. Es waren also 3 Kandidaten. Und alle sind tot. Einer war noch am Leben und wollte eine Aussage machen. Sehr verdächtig. Und der Auftraggeber? Sehr geheimnisvoll. Aber mein Instinkt sagt mir,
dass etwas Ungewöhnliches passiert. Etwas Großes vor sich geht. Da gehe ich durch diese Welt und biete seine Erbschaft feil. Glück, Reichtum, Macht. Und was find ich? Dummheit, Schwäche, Hochmut. Er hat keinen Erben. Keiner ist geeignet. Keiner. Wirklich keiner? Wer ist denn, wenn ich es recht bedenke, der Faktor in diesem Spiel? Der Eingeweihte, der den Auserwählten sucht, seine Eigenschaften kennt, sie also auch besitzen muss. Mehr noch. Wer ist es denn, der nicht nur einzig kann, sondern auch wirklich will? Und überhaupt, wer ist es, der keines Beweises mehr bedarf, weil er sich längst entschieden hat? Ich bin der Faktor in diesem Spiel. Ich bin der dunkle Unbekannte. Ich bin der verborgene Auserwählte. Ich bin es. Du bist es nicht. Es sagte mir ein junger Mann: Ich liebe dich so heftig. Junger Mann, was ist an dir schon dran? Ich bin sehr kräftig. Junger Mann, darauf kommt's gar nicht an. Nein, nicht Verzicht. Du bist es nicht. Es fragte mich ein junger Mann: Darf ich mit dir gehen? Junger Mann, was ist an dir schon dran? Ich bin sehr schön. Junger Mann, darauf kommt's gar nicht an. Nein, nicht Verzicht. Du bist es nicht. Es bot mir an ein junger Mann: Das Glück zu zweit. Junger Mann, was ist an dir schon dran? Ich bin sehr gescheit. Junger Mann, darauf kommt's gar nicht an. Nein, nicht Verzicht. Du bist es nicht. Schließlich kam ein junger Mann und sagte gleich: Ich küsse dich. Junger Mann, du gehst aber ran. Ja, denn ich bin listig. Junger Mann, so kommst du bei mir an. Von dir lass ich mich küssen. Denn du bist gerissen. Du bist gerissen. Du bist gerissen. Ich muss etwas vergessen haben. Irgendetwas habe ich nicht berechnet. Ich bin eine Gefahr. Der Gerissene. Ich muss ihn finden. Es muss ihn geben.
Wo ist er? Ich habe dich. Du kommst zu spät. Alles gehört jetzt mir. Und du musst zusehen mit all deiner Gerissenheit. Vorsicht, mein Freund. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Schweig! Hier rede ich! Du weißt also schon, worum es geht. Und du willst nicht aufgeben? Nun, umso besser. Dann sollen die Taten entscheiden. Einen Tag gebe ich dir. Morgen, genau in dieser Minute, werden wir gegeneinander antreten. Am Platz der Debatten. Wie du willst. Wer ist er? Was ist er? Ich muss es herausfinden. Einen Tag. Seine Schwächen. Ich muss seine Schwächen finden. Spärlich sind meine Erkenntnisse. Aber groß ist der Augenblick. Der größte Augenblick meines Lebens. Ich muss siegen. Meine Damen und Herren, Ihre Spannung wird sich lohnen. Ihre Erwartung wird übertroffen werden. Sie sind die Zeugen eines einmaligen Ereignisses. Der das Heft in Händen hält, dem gehört die halbe Welt. Dem niemand das Wasser reicht. Bei dem man vor Neid erbleicht. Ja, Wer unter Ihnen will sich auch nur vorstellen können, welches Gewicht auf den Schultern desjenigen lasten wird, der sein Nachfolger, sein Erbe sein muss. Dieser Erbe nun, ja, sein Nachfolger wird hier an diesem Ort zu prüfen und zu finden sein. Urteilen Sie selbst. Kann der Mann, den Sie es sehen werden, der Bürde dieser Erbschaft ins Auge sehen? Die Prüfung jedenfalls, die ich ihm auferlege und die er zu bestehen hat, wird wahrlich die schwerste sein.
Mein lieber Freund, ich weiß es zu schätzen, aus berufenem Munde Lobenswertes über mich zu hören. Ich danke Ihnen. Wirklich? Ich danke Ihnen. Was haben Sie? Es muss Ihnen nicht peinlich sein. Sie sind wirklich anständig. Er ist doch anständig, oder nicht? Ja, sind Sie denn etwa nicht anständig? Sie antworten nicht? Meine Damen und Herren, Sie wundern sich über das seltsame Verhalten dieses Mannes. Und ich darf nicht länger schweigen über die Ungeheuerlichkeiten, die sich hinter diesem Verhalten verbergen. Er hat nicht nur sein Gewissen blutig beschmutzt mit dem Leben dreier hoffnungsvoller junger Menschen. Er hat nicht nur die Unschuld unserer Kinder zum Werkzeug seiner düsteren Pläne gemacht. Nein, Gewalt und Mord sind diesem Mann nicht genug. Scheinbar steht er vor uns als der treue Diener. Scheinbar die Rechtschaffenheit, heuchlerisch das Wort, trügerisch die Taten. Nein, er ruht und rastet nicht, bevor in heimtückischer List er sich der Erbschaft nicht bemächtigt hat. Und so kratzt und ätzt und spatzt er an der wunderbaren Frucht, wie ruhig und stets erblüht, in sichere Hand gereift, dazu bestimmt ist, in Demut und Dankbarkeit genossen und bewahrt zu werden. Ich rufe den Namen des Gesetzes! Ergreift diesen Mann! Geben Sie auf! Sie sind verhaftet! Das Loch führte zum Reichtum hinan. Jetzt wählt kein das Loch und hält die Rache noch. Der Herrscher jedoch schaufelte stets schon sein eigenes Grab. Unglück, Unglück, andere brachen den Stab. In ein paar Stunden haben wir sie windelweich. Da können Sie Gift drauf nehmen! Die Stunde der Vergeltung wird kommen. Alles eine Frage der Zeit.
Die Zeit ist knapp. Aber gerecht. Schluss jetzt mit dem Vergnügen. Nach Ruhe! Nach Ruhe! Ruhe! Kommen Sie! Oder nicht? Wunder über Wunder. Wem gehört es? Er ist es. Ihm gehört es? Eine unterirdische Fabrik. Mein Werk. Nichts ist mir unmöglich. Das alles ist Ihr Werk. Und dennoch gehört es mir nicht. Wie können Sie das ertragen? Genau. Ungerechtigkeit. Wir beide. Oder nicht? Töten? Ganz leicht. Ganz sicher. Oder nicht? Weg! Weg! Spuren verwischen! Oder nicht?
oder nicht? Er ist tot? Experiment beginnt! Wie habe ich das gemacht? Gut gemacht, oder nicht? Das hast du gut gemacht. Nein! Es ist nicht wahr! Mein junger Freund, Ihre Hand hat Großes vollbracht. Ich will Ihnen Ihre Unbesonnenheit verzeihen, ist sie doch von mir in die richtigen Bahnen geführt, sehr fruchtbar geworden. Sie können beruhigt sein.
Sie haben Ihr Ziel nicht verfehlt. Sie haben mich getötet. Doch Ihr Leichtsinn war meine Berechnung. Wie Sie damals jene aus dem Wege schafften, die gefährlich hätten werden können, so haben Sie mir jetzt das letzte Hindernis beseitigt. Was Sie vernichten wollten, das haben Sie hervorgebracht. Sie dachten, es sei das Ende. Doch ist es der Anfang. Der Tod ist das Leben. Die Zeit ist die Ewigkeit. Wenn alle Körper hingestreckt verwesen, modern, stinken schon, mein Geist und Leib emporgereckt, erblickt des ewigen Tages lichten Thron. Leben Sie wohl, junger Freund. Ihr Dienst ist getan. Ihre Rolle ist gespielt. Ich überlasse Sie nun wieder Ihrem Schicksal. Ja, unsterblich. Unsterblich. Experiment. Geglückt. Jahrelang habe ich daran gearbeitet. Geglückt. Geglückt. Halt! Was soll das? Was geht hier vor? Was tun Sie hier unten? Marsch! In die Zelle! Das ist nicht zum Lachen! Wer sind Sie denn überhaupt? Ich weiß alles. Kommen Sie, kommen Sie. Ich weiß alles. Sie bleiben hier! Den ganzen Tag.
Die große Plag. Den ganzen Tag. Sprengstoff. Was? Von Ihnen kriege ich jetzt ein Geständnis. Ein Geständnis. Schwarz auf weiß. Das Ganze noch einmal. Gefangene, ich bin hier, um euch zu befreien. Da, unterschreiben Sie. Sie bleiben hier, bis ich Sie hole. Sie sind ein wichtiger Zeuge. Ich bin jetzt ein wichtiger Mann. Alle brauchen mich. Oder nicht? Hier werde ich schon sehen. Ihr werdet schon sehen. Ich habe ihn, den Drahtzieher. Wovon reden Sie? Ich denke, es ist dieser... Nein, eben nicht. Da. Aha, das Geständnis. Wo haben Sie ihn denn? Ich habe ihn nicht. Ja, aber... Er ist tot. Mein lieber Kommissar. Er ist tot. Aber er ist unsterblich. Also, ich verstehe gar nichts. Wenn er unsterblich ist. Ja, ist er. Dann sind uns die Hände gebunden. Nein, sind sie nicht. So etwas sieht das Gesetz nicht vor. Egal. Aber was rede ich? Ist das nicht Unsinn? Unsinn! Unsinn! Sie bringen mich ganz durcheinander. Nun hören Sie mal gut zu. Nein, ich höre nicht zu. Ich werde diesen Mann dingfest machen und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Darf ich jetzt? Ich komme nicht häufig vor, ich bin nicht oft zu sehen, doch bin ich überall und dann wird's fatal.
auf jede Stier und Einheit. Schaut her, hier kommt er, Sieger, er ist her, doch staunet sehr, er ist's nicht mehr, sonderbar. Von lichten Höhen mein Werk ich betracht. Es ist so schön zu haben, die Macht. Alles steht still. Das Ziel ist erreicht. Doch gibt es vielleicht einen, der will zerstören mein Ziel? Manchmal ist mir, als wäre ich der Herr, Knecht der Wachsamkeit gegenüber meinen Feinden. Jetzt, da ich übermenschlich bin, erscheinen mir die kleinlichen Regungen der Menschen umso niederträchtiger. Komm herauf. Vater, ich habe mit dir zu sprechen. Geh fort! Es gibt dich nicht mehr! Du hast Angst. Ich durchschaue dich. Komm herauf. Freches Trugbild verspinnt! Nun, mein Vater, wenn du es nicht sein willst, schlägt eine neue Stunde. Pläne, die du eingefädelt. Tatsachen, die du geschaffen hast. Hinter deinem Rücken treiben sie ein Spiel mit dir. So endgültig, unumkehrbar, wie dein Ziel es verlangt. Wer so weit gehen will wie du, der darf nichts übersehen. Und stolperst du in deinem Gang, so wird dein Fall so grausam, so unausdenkbar schrecklich, wie kein Tod es je sein kann. Die Stunde schlägt, mein Vater. Sei gefasst.
So unsterblich wie dein Körper. So ewig wird dein Schmerz sein. Es ist schon morgen. Und du bist noch nicht zurück. Du musst es geschafft haben. Du musst es geschafft haben. Wenn ich die Mittel hätte, ich würde jetzt eine Großfahndung starten, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Aber da man mir nicht glauben will, muss ich warten, bis ich schwarz werde. Er ist da. Er ist da. Na, endlich! Mein Herr! Mein Herr! Unsere Liebe entzweien. Da müssen wir auf das Glück verzichten. Mitnichten. So wurden wir zu ihm gemein. Raten hat er uns genannt. Doch lassen wir
haben wir seine Macht gebannt. Die Erbschaft wollte uns nicht geben. Doch sollen wir nichts haben von den Früchten? Mitnichten. So soll er qualvoll ewig leben. So soll er qualvoll ewig leben. Halt! Stehen bleiben! Unglaublich. Das perfekte Verbrechen. Und doch nicht vollkommen. Etwas habt ihr übersehen. Mich. Ich, dem niemand glauben will. Ich lege euch das Handwerk. Hört ihr mir wohl zu? Hört ihr mir wohl zu? Das hätte niemals Notwehr werden können.
Heute ist der 111. Tag. Die Zahl ist günstig. Zeichen werfen ihre Schatten voraus. Es ist Zeit. Ja, ich komme. Gleich fertig. Ein Experiment. Lag da nicht immer so ein Schleim? Ein Schleim? Ein Schleim? Was für ein Schleim? Da! Da! Durchwebt ein Höhenström. Doch wer, Mensch,